An die abendliche Abfahrt von Menorca schließen sich die Annehmlichkeiten des Nachtprogramms an Bord an, bevor uns am nächsten Tag eine erholsame Fahrt durch das westliche Mittelmeer in Richtung der französischen Riviera erwartet. Am Morgen des darauffolgenden Tages erreichen wir schließlich das an der Côte d'Azur gelegene Städtchen Saint-Tropez. Das Schiff ankert im Zentrum einer geschützten Bucht und wir erreichen den Nouveau Port von Saint-Tropez mit einer kurzen Fahrt per Tenderboot. Ein kurzer Fußweg führt uns von dort zum Yachthafen der Stadt, dem bekannten Vieux Port. Nach der Ankunft verschaffen wir uns zunächst vom Oberdeck aus eine Übersicht über die schöne Hafenbucht und blicken bereits voller Vorfreude auf das sich attraktiv präsentierende Panorama von Saint-Tropez mit der oberhalb des Städtchens thronenden Zitadelle. Zunächst aber heißt es, ein Tenderboot zu besteigen und sich dem Ort zu nähern, der sich nicht ganz zu Unrecht als Wiege des internationalen Jetsets einen Namen gemacht hat. Ein erster Blick auf die luxuriösen Yachten, die sich hier auf engstem Raum versammelt haben, scheint das vorherrschende Klischee eines glamourösen Ambientes zunächst zu bestätigen. Rund um den alten Hafen Vieux Port herrscht ein lebhaftes Treiben und für zahlungskräftige Kundschaft wird jeder erdenkliche Luxus geboten. Da wir uns ein etwas differenzierteres Bild verschaffen wollen, zieht es uns schon bald in die Altstadt mit ihren malerischen Gassen und von dort hinauf auf den Hügel oberhalb der Stadt, wo wir uns vom Besuch der Zitadelle schöne Ausblicke über die Gegend versprechen. Tatsächlich erliegen wir sogleich nach dem Betreten der Altstadt dem unwiderstehlichen Charme des ehemaligen Fischerdorfs, dem sich keiner der Besucher zu entziehen vermag. Ein uralter Olivenbaum markiert den Beginn des Anstiegs zu der auf einem Hügel gelegenen Zitadelle. Bald haben wir die äußere Befestigungsmauer erreicht und betreten den sehenswerten Innenbereich der Anlage. Der Festungsbau wurde in seiner heutigen Form im 17. Jahrhundert zur Verteidigung gegen das Osmanische Reich errichtet. Über eine Brücke erhält man Zugang zum Innenbereich des sechseckigen Zentralbaus, der heute ein interessantes Marinemuseum beherbergt. Natürlich lassen wir uns auch den schönen Blick vom Obergeschoss des Gebäudes nicht entgehen. Danach zieht es uns wieder hinab in die reizvollen Straßen und Gassen der Stadt, wo wir uns zunächst einmal auf der zentralen Place de Lys eine kleine Ruhepause gönnen. Anschließend geht es mitten hinein in die malerischen engen Gässchen rund um Kirche und Rathaus, bevor wir unsere Besichtigungstour in einer kleinen Bucht am Rand der Altstadt beenden. Der parkähnliche Stadtplatz Place de Lys ist ein idealer Ort zum Pausieren und Flanieren. An der Nordseite des Platzes befindet sich ein Gourmet-Restaurant von Louis Vuitton. Wir hingegen bevorzugen es, unseren Spaziergang durch die wundervollen Fußgängerbereiche der Altstadt fortzusetzen.
Das Rathaus der Stadt schmückt sich mit dem Wahlspruch der Französischen Republik. Auf dem weiteren Weg in Richtung Meer verengen sich nun die Gassen zusehends. Am Ende des Straßengewirrs erreicht man einen der historischen Wachtürme der Stadt. Dahinter befindet sich ein etwas versteckter Pfad, der zu dem malerischen Ministrand Plage de la Clé am Rande der Altstadt führt. Das in der Bucht ankernde Kreuzfahrtschiff erinnert uns daran, dass es Zeit wird, zum Hafen zurückzukehren und uns von dem wundervollen Städtchen Saint-Tropez zu verabschieden.